Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe schon lange keine neuen Produkte mehr vorgestellt und das machen wir heute. Und zwar habe ich euch letztens Links zu den Arteza Stiften geschickt. Die waren auf Amazon im Angebot für 19,50 €. Normalerweise liegen sie so bei 24 bis 28 €, je nachdem. Und ich habe dann auch direkt zugeschlagen, weil ich schon lange neugierig war, was so der Hype um diese Stifte sind, warum sie so günstig sind, aber trotzdem alle so begeistert sind. Deswegen habe ich die günstige Stunde genutzt und mir auch ein Set bestellt. Das ist auch letzte Woche angekommen. Und ich habe schon eine Farbtabelle gemacht und mir eine kleine Übersicht verschafft, wie so die Stifte malen und welche Farben ich zur Verfügung habe. Aber fangen wir erstmal mit den Stiften an. Ich habe das 72er Set bestellt. Das ist das größte Set, das man kaufen kann. Es gibt noch ein kleineres Set mit 48 Stiften, aber darüber und darunter gibt es nichts. Allerdings wird gemunkelt, dass es im Laufe des Jahres ein größeres Set geben soll. Die Stifte kommen in der typischen Metalldose, wie die meisten Buntstifte geliefert werden. Und der Deckel lässt sich nicht abnehmen. Er ist fest an der Dose dran und die Stifte sind auf so Plastik-Trays aufgestapelt. Es gibt 3 von diesen Trays. Das erste, was ich dachte, war okay. Ich fand es schon ein bisschen schwerer, die hier rauszunehmen und die sind auch sehr weich. Hier dieses Plastikding. Ich würde meine Stifte direkt in ein Federmäppchen tun, in ein Stiftemäppchen oder wo ihr auch immer eure Stifte aufbewahrt. Diese Box wäre für mich persönlich keine Aufbewahrungsoption. Ich habe die Stifte hier auch sortiert. Das mache ich immer, bevor ich eine Farbtabelle anlege. Die Stifte kamen in einer anderen Sortierung bei mir an. Ja, wie gesagt, es gibt 3 Trays und ja, das erste, was mir aufgefallen ist, dass es einige Pink-Töne gab und das gefiel mir richtig gut, weil ich finde, Pink ist eine Farbe, die in Sets oft vernachlässigt wird oder man findet einfach nicht den richtigen Pinkton. So ein blumiges Pink, das richtig strahlt, aber nicht neonfarben wirkt. Und ich muss sagen, man hat hier eine gute Auswahl in dem Set. Viele haben geschrieben, dass sie sich nicht trauen, das Set zu bestellen, weil in den Bewertungen steht, dass die Stifte stark riechen. Ich habe etwas gerochen, als ich die Box aufgemacht habe. Es hat so ein bisschen nach Lack gerochen. Aber ich habe die Stifte ein paar Tage offen liegen gelassen und der Geruch ist komplett verflogen. So, das nächste, was mir aufgefallen ist, ich habe mir die Stifte angeguckt, ich habe sie angespitzt und ja, die Stifte sind sehr, sehr glatt. Also glatter als alle anderen Stifte, die ich habe. Deswegen sind sie mir beim Anspitzen immer so ein bisschen weggerutscht. Aber es kann natürlich sein, dass sich das mit der Zeit legt, wenn man jeden Stift mal so angefasst hat. Dann sollte sich das auch legen. Dann hat man auf dem Stift eine Farbbeschreibung. Hier steht zum Beispiel Fruit Punch drauf in Silber. Dann eine Farbnummer und die Lichtbeständigkeit ist auf den Stift gedruckt, was ich sehr, sehr hilfreich fand. Ich bin eher jemand, der nach Farbnummern geht, aber es gibt immer gerne Leute, die es lieber mögen, wenn eine Farbbezeichnung auf dem Stift ist. Was die Lichtbeständigkeit betrifft,
Die ist in Pluszeichen angegeben. Es gibt 1 Plus, 2 Plus und 3 Plus. 3 Plus ist die höchste Lichtbeständigkeit. Das heißt, wenn man das Bild malt und unter Sonnenlicht oder dem Sonnenlicht aussetzt, dass es dem länger widersteht. Und zwar gibt es in diesem Set 40 Stifte, die eine hohe Lichtbeständigkeit von 3 Plus haben, dann 20 Stifte mit einer mittleren Lichtbeständigkeit von 2 Plus und 12 Stifte, die 1 Plus haben. Was für so ein günstiges Set meiner Meinung nach eine richtig, richtig gute Verteilung ist. Ja, die Stifte sehen sehr angenehm aus, sind ungefähr so schmal wie die Prismacolors mit einem Durchmesser von 8 mm und die Stiftemine hat einen Durchmesser von 4,5 mm. Die Farbverteilung in dem Set ist relativ gut. Ich fand sie eigentlich sehr, sehr gut. Man hat eine gute Auswahl von Gelbtönen, eine gute Auswahl von Gelb-Orange und Orangetönen, schöne Rottöne und Rot-Brauntöne. Ein bisschen schwer auf den Pinktönen, wie ich schon erwähnt habe. Trotzdem sehen die Pinktöne sich nicht ganz so ähnlich. Hier sieht man einen leichten Unterschied. Das hier geht mehr ins Lilafarbene. Dann auch die Blau- und Grüntöne sind gut verteilt. Die Brauntöne und ein paar Grautöne. Also ich bin mit der Farbverteilung sehr zufrieden. Es ist ein sehr ausgewogenes Set. Und es ist jetzt nicht so, ich sagen würde, hier ist zu viel, hier ist zu wenig. Auf den ersten Blick. Mir wird wahrscheinlich ein helleres Blau fehlen, aber da kann ich mit dem Weiß auch arbeiten. Ja, die Stifte werde ich natürlich noch einen Farbtest unterziehen, um zu schauen, wie sie blenden. Aber da solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben und vorher vielleicht eine Farbtabelle anlegen, weil die Stiftfarbe von dem Lack und die wirkliche Farbe von dem Stift nicht ganz übereinstimmt. So, ich habe testweise, während ich meine Farbtabelle angelegt habe, auch ein paar Stifte angespitzt. Und der erste Stift, den ich angespitzt habe, das war dieses Gelb und das ist mir gleich abgebrochen. Deswegen habe ich testweise noch ein paar mehr angespitzt und bei dem Anspitzen ist mir dieser Stift hier ziemlich gebrochen, aber ich glaube, es liegt daran, dass hier ein Fehler im Holz ist, wenn ihr das seht. Und ich habe verschiedene Anspitzer benutzt und habe hier gleich ein paar Zentimeter von dem Stift verloren. Genau das gleiche mit dem Grün. Mit dem Grün habe ich es irgendwann mal nicht mehr geschafft, ihn spitz zu kriegen. Deswegen habe ich einen speziellen Anspitzer genommen, der die Mine klein lässt, so dass ich hoffentlich keine Probleme mehr mit dem Brechen haben werde. Auch hier sind mir ein paar Zentimeter verloren gegangen. Nichtsdestotrotz haben sich die restlichen Stifte, die ich angespitzt habe, sehr gut anspitzen lassen und ich hatte wenig Probleme mit dem Brechen. Aber es kann zum Beispiel auch an meinem Set liegen. Ich habe von anderen Leuten nichts gelesen. Deswegen denke ich, dass es eher an meinem Set liegt und nicht unbedingt an den Stiften. So, dann kommen wir zu dem Farbtest. Dafür werde ich ein kleines Bild in World of Flowers von Joanna Basford ausmalen und werde euch danach berichten, wie ich die Performance von diesen Stiften fand. Bis gleich also!
So, ich habe das Bild fertig gemalt. Ich habe absichtlich so viele Farben wie möglich verwendet und habe das Bild sehr, sehr bunt gestaltet deswegen. Und ja, hier ist mein Ergebnis. Die Farben lassen sich super gut auftragen. Ich hatte keine Probleme gehabt. Sie haben sich echt schön verblenden lassen. Sie sind nicht so weich wie die Prismas, aber auch nicht so hart wie die Polychromos. Also eine wirklich gute Härte oder Weichheit. Sie bröckeln auch nicht, wenn man sie spitz anspitzt, was schon mal echt ein Pluspunkt ist. Und ja, ich finde auch die Schrift auf den Stiften gut lesbar. Sie sind auch relativ lichtbeständig. Die Mine, ja, wie gesagt, ist weder super weich oder super hart, sondern wirklich ein gutes Mittelding für mich. Leider sind bei mir noch mehr abgebrochen, während ich am Malen war, was so ein bisschen enttäuschend war. Ich habe auch schon Amazon kontaktiert. Ich denke, es liegt an meinem Set. Sogar bei den Prismacolors brechen mir nicht so viele Minen ab wie in diesem Set. Und Amazon ist so nett und nimmt das Set zurück. Nichtsdestotrotz finde ich die Farben richtig schön. Allerdings hat mir ein Indigo-Blau gefehlt, also so ein dunkles Blau. Hier müsste man wahrscheinlich das Blau noch so ein bisschen mit Schwarz verdunkeln, um es so dunkel zu kriegen, wie ich es am liebsten gehabt hätte. Der Farbauftrag war bei allen Stiften gleich, das heißt, kein Stift war kratziger oder weicher als der andere, sondern wirklich durchgehend gleichmäßig, was ich sehr, sehr schätze an meinen Stiften. Dann habe ich auch einmal das Weiß getestet. Das hier sind die Arteza, die Luminance und die Polychromos. Und ich finde, Arteza und die Polychromos sind vergleichbar. Luminance ist noch mal ein bisschen weißer. Nichtsdestotrotz konnte ich das Weiß in meinem Bild einigermaßen gut verwenden, nur benutze ich das Luminance Weiß doch noch ein bisschen lieber. Ja, ich bin für den Preis echt zufrieden mit den Stiften. Ich habe auch einen Blenderstift ausprobiert und die Stifte haben auch sehr gut mit Blenderstiften gearbeitet. Deswegen kann ich die Stifte nur wärmstens empfehlen und würde sagen, haltet die Augen offen nach einem guten Deal, greift zu. Ich habe in meinem Angebot 19,50 € oder so bezahlt, also für 72 Stifte. Ein wirklich, wirklich gutes Angebot, vor allen Dingen, weil die Stifte für mich sehr, sehr gut abgeschlossen haben. Da gab es andere Stifte, wie zum Beispiel die Lyra Rembrandt, die wesentlich schlechter abgeschlossen haben, obwohl sie eigentlich teurer sind und eine bekanntere Marke. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben und euch vielleicht bei eurer Entscheidung helfen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!